LiDAR oder nicht LiDAR? Brauchen die Fahrsysteme der autonomen Autos neben den Kameras LiDAR-Geräte, um sicher zu fahren? KI-Krimi mit Dr. Jaromir Koneczny. Willkommen zur zweiten Folge der Videoreihe KI-Krimi der SRH Fernhochschule. In dieser Reihe stellen wir euch die spannendsten Entwicklungen in künstlicher Intelligenz vor, ihre Herausforderungen, ihre ungelösten Probleme. KI-Krimis. Warum machen wir das? Wir befinden uns mittendrin einer technologischen Revolution ohnegleichen. Jeden Tag erfahren wir über neue Errungenschaften der künstlichen Intelligenz und vor allem ihres Bereichs Deep Learning, der tief lernenden künstlichen neuronalen Netze. Wenn wir neue Technologien verstehen, können wir mitwirken, dass sie zum Wohl von uns allen eingesetzt werden. Noch nie hat es eine solche Technologie wie künstliche Intelligenz gegeben, mit deren Hilfe wir komplexe Probleme lösen können. Probleme, die wir selbst in ihrer Gesamtheit nicht erfassen. Der Klimawandel, gefährliche Krankheiten und viele andere. Was für eine spannende Zeit! Alle wichtigen Links zu der jeweiligen Folge findet ihr in der Beschreibung unter diesem Video. Es wäre grandios, wenn ihr diesen Kanal abonnieren und eure Gedanken zum jeweiligen Thema unten in den Kommentaren beitragen könntet. Neugierig, begeisternd, menschlich. Ich heiße Jaromir Koneczny, ich bin Fachdozent für künstliche Intelligenz an der SRH Fernhochschule. Der heutige KI-Krimi heißt LiDAR oder nicht LiDAR. Welche Sensoren brauchen selbstfahrende, das heißt autonome Fahrzeuge, um sicher zu fahren? Hier auf dem Dach des selbstfahrenden Autos der Google-Firma Waymo seht ihr das LiDAR. Ein LiDAR, Light Detection and Ranging, erfasst die Umgebung eines selbstfahrenden Autos, indem es gepulste Laserstrahlen im Infrarotbereich sendet. Dabei rotiert das LiDAR in einem Gehäuse auf dem Autodach angebracht und scannt die gesamte Umgebung des Fahrzeugs im 360-Grad-Bereich. Noch vor ein paar Jahren kosteten LiDAR-Geräte ein Vermögen, Zehntausende $. Doch mittlerweile bekommt man LiDAR für ein paar Hunderter. In dieser KI-Krimi-Folge gehen wir einer der momentan größten Streitfragen beim autonomen Fahren nach. Brauchen autonome Autos neben Kameras zusätzliche Sensorgeräte, vor allem LiDAR und Radare, um möglichst unfallfrei zu fahren? So sehen es die meisten Entwickler und Bauer von autonomen Autos. Oder reichen nur Kameras, um die Umgebung eines autonomen Autos ordentlich wahrzunehmen? So sieht es der Tesla-Boss Elon Musk. Was alles diskutieren wir heute? Kurz sehen wir uns die Vorgeschichte des Problems an. Wie hat sich in den letzten Jahren das autonome Fahren bei Tesla entwickelt? Auf welche Sensoren setzte Tesla früher, auf welche setzt die Firma heute? Was steht hinter dem maschinellen Fahrerassistenten von Tesla, den die Firma Autopilot nennt? Dann vergleichen wir die drei wichtigsten Sensorgeräte fürs autonome Fahren, Kameras, LiDAR und Radare. Anschließend loten wir aus, ob nur Kameras die Wahrnehmung der menschlichen Autofahrer ersetzen können. Am Schluss diskutiere ich die Probleme der reinen Computervision, das heißt der Auswertung von nur Kameradaten mit künstlichen neuronalen Netzen, dem Ansatz von Tesla. Im Finale gucken wir uns einen Crash an und ich stelle noch einmal die Frage dieses KI-Krimis: Können autonome Autos sicher nur mit Hilfe von Kameras fahren? Legen wir also los. Übrigens dekliniere ich in diesem Beitrag Autopilot nicht, weil es der englische Name des Tesla-Fahrerassistenten ist.
zuerst erkläre ich kurz die Ausgangslage und bringe etwas Vorgeschichte zum autonomen Fahren von Tesla, damit klar ist, worum es in dieser Folge geht. Bereits Ende 2015 sagte Elon Musk dem Magazin Fortune, dass Tesla-Autos in 2 Jahren autonom fahren würden. Das sollte Teslas Fahrerassistent Autopilot gewährleisten. Doch 7 Jahre später, in 2022, darf Teslas Autopilot immer noch nicht allein Autos steuern. Auch wenn der Autopilot mal auf der Autobahn die Steuerung komplett übernimmt, muss ein Mensch die Hände am Steuer halten und den Verkehr im Auge behalten. Deswegen fragt sich die New York Times vom 6.12.2021, ob Elon Musk und Tesla nicht zu viel versprechen, wenn sie ihren Fahrerassistenten Autopilot nennen. Verführt die Bezeichnung Autopilot nicht zum falschen Fahrerverhalten? Teslas Autopilot wird auch von der US-amerikanischen Verkehrsbehörde National Highway Traffic Safety Administration NHTSA untersucht. Bei mindestens 12 Tesla-Unfällen waren Tesla-Autos auf Autopilot in geparkte Feuerwehrautos, Polizeiautos und andere Einsatzfahrzeuge gefahren. Eine Person wurde getötet und 17 Personen verletzt. Bringt das Blaulicht die Wahrnehmung vom Autopilot durcheinander? Die für Menschen gut sichtbaren Blitzlichter der Rettungsfahrzeuge bereiten den Kameras und der Computervision sicher Probleme, zumal Kameras nicht so dynamisch ihre Umgebung wahrnehmen wie das Auge. Nach Reuters untersucht die amerikanische Verkehrsbehörde seit 2016 auch separat 30 Tesla-Unfälle mit 10 Todesfällen, bei denen der Verdacht auf die Verwendung fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme besteht. The New York Times berichtet, dass Tesla ihren Autopilot ursprünglich erweiterte Fahrerassistenz nannte. Bald suchte man aber nach einem neuen Namen. Führungskräfte, von Elon Musk angeführt, sollen sich für Autopilot entschieden haben, obwohl einige Tesla-Ingenieure den Namen irreführend fanden. Sie bevorzugten Copilot. Diese Zurückhaltung ist verständlich. Der Copilot steuert mit, doch der Autopilot steuert allein. Steuert aber Teslas Autopilot allein, wenn Menschen ihre Hände am Lenkrad halten müssen? Gibt es nicht genug Videos in den sozialen Netzwerken, in denen Männer zeigen, wie ihre Teslas mit Autopilot ganz ohne Fahrerkontrolle fahren? Was bringt es, wenn man Männern auf Testosteron ein Spielzeug in die Hände gibt, es Selbstfahren nennt, Full Self, Driving oder Autopilot, jedoch sagt, Hände weg davon? Pardon, eigentlich sagt man, ihr müsst die Hände dran halten. Ist es nicht dasselbe, wie wenn man einen Tiramisu-Süchtigen vor eine Schüssel Tiramisu setzt und sagt, nur gucken, nicht essen? Um den Missbrauch vom Autopilot zu vermeiden, baut Tesla in die Autos ausgeklügelte Schutzvorrichtungen ein. Diese warnen den Fahrer und lassen die Autos anhalten, wenn der Fahrer sich abschnallt oder sich vom Sitz hebt oder auch seine Hände vom Steuer nimmt. Doch der menschliche Erfindungsgeist kennt keine Grenzen. Schon wenn man seine Hände am Steuer hält, dabei aber statt auf die Straße ein Video schaut, kann's böse enden. Auf jeden Fall kann Teslas Autopilot momentan nicht autonom das Auto steuern. Warum heißt die Maschine dann Autopilot? Ein Schulkind bleibt doch ein Schulkind, auch wenn es sich den Fahrradhelm aufsetzt und einen Raumfahrer in Krieg der Sterne spielt. Der Name Autopilot weckt Erwartung. Nach The Verge sagte Elon Musk im Januar 2021 in einer Telefonkonferenz Teslas Investoren, er sei sehr zuversichtlich, dass Tesla-Autos auf Autopilot in diesem Jahr mit übermenschlicher Zuverlässigkeit fahren können. Können Teslas übermenschlich zuverlässig fahren? Übermenschliche Zuverlässigkeit bedeutet die Stufe 5 des autonomen Fahrens, den Gipfel davon. Das Auto fährt ganz allein ohne einen menschlichen Fahrer. Die 6 Stufen des autonomen Fahrens wurden von der Society of Automotive Engineers International
SAE International entwickelt. In der Stufe 0 muss der Mensch vollständig das Auto steuern. Je mehr maschinelle Fahrerassistenten dem Fahrer beim Fahren helfen, wie ABS, Speedlimiter, Spurhalteassistenten und viele andere, umso autonomer fährt das Auto. Momentan befinden sich die meisten teils autonom fahrenden Autos in der Stufe 2. Dabei kann die Maschine in speziellen Fällen die Steuerung übernehmen, zum Beispiel auf der Autobahn. Der Mensch überwacht aber. Im Mai 2021 schrieb The Verge, auch nach Aussagen von Tesla-Experten befinden sich Teslas Autopilot immer noch in der Stufe 2. Bis zur Stufe 4 fährt aber ein teils autonomes Auto schlechter als der Mensch. Bei besonderen Bedingungen muss der Mensch übernehmen. Bis zur Stufe 4 fährt das Auto also untermenschlich, nicht übermenschlich. Erst im Dezember 2021 hat Mercedes für seinen Drive-Pilot vom Kraftfahrt-Bundesamt die Freigabe für das automatisierte Fahren der Stufe 3 erhalten. Bedingte Automation mit Geschwindigkeit bis höchstens 60 km pro Stunde. Eine der ersten autonomen Schwalben, bei der das System selbst das Fahren überwacht, jedoch immer noch nicht übermenschlich fährt. Wie gesagt, hat Elon Musk am Anfang 2021 angekündigt, dass Tesla bald die Stufe 5 erreichen würde. Bereits 2016 hatte Elon Musk verlauten lassen, dass alle Tesla-Autos, die die Fabrik verlassen, für die 5. Stufe der Autonomie notwendige Hardware haben. Die Hardware für die Wahrnehmung der Umgebung stellten damals bei Tesla-Fahrzeugen Kameras und Radare dar. LiDAR wollte Elon Musk nie einsetzen. Und damit sind wir bei der entscheidenden Frage dieses KI-Krimis angelangt. LiDAR oder nicht LiDAR? Brauchen die Fahrsysteme der autonomen Autos neben den Kameras LiDAR-Geräte, um sicher zu fahren? Nein, sagt Elon Musk. Über Elon Musks Krieg gegen das LiDAR hat schon vor über 2 Jahren Forbes geschrieben. Unter anderem hat Musk gesagt, LiDAR ist ein Irrweg. Jeder, der sich auf LiDAR verlässt, ist dem Untergang geweiht. Teure Sensoren, die unnötig sind. Mittlerweile bekommt man jedoch, wie gesagt, LiDAR für einige $100. Kann sich das ein Tesla-Käufer nicht leisten? Auch das andere Zitat stammt von Elon Musk. Sie werden alle LiDAR aufgeben, das ist meine Vorhersage. Merkt euch meine Worte. Das mag sein, wenn autonome Fahrzeuge so sicher ohne LiDAR wie mit LiDAR fahren, kann man LiDAR gern aufgeben. Ist das aber jetzt der Fall? In seinem Artikel Elon Musks War on LiDAR schrieb Forbes über einen Tesla S-Modell auf Autopilot, der 2016 in einen Sattelschlepper gerast war. Ein LiDAR-System hätte den Anhänger beim Überqueren der Straße entdeckt, bei dem der Tesla-Fahrer Joshua Brown in Florida getötet wurde. Der Fahrer hat sich auf den Autopilot verlassen, leider hat die Computervision vom Autopilot, das heißt seine künstliche Intelligenz, den querfahrenden hellen Anhänger mit dem hellen Himmel dahinter verwechselt. Das hat laut The New York Times Tesla später gesagt. Trotzdem muss hier gesagt werden, dass der Fahrer entgegen den Anweisungen von Tesla das Auto nicht entsprechend kontrollierte und sehr lange seine Hände nicht am Steuer hatte. Deswegen trifft hier Tesla nach der US-Verkehrsbehörde National Highway Traffic Safety Administration keine Schuld. Damals waren in allen Tesla-Autos neben den Kameras Radare eingebaut. Sie stellten die letzte Absicherung dar. Ein Radar erkennt im Unterschied zu Kameras Objekte bei jedem Wetter, auch in der Dunkelheit und in extrem kontrastreichen Lichtverhältnissen. 2016 in Florida versagte das Radar jedoch völlig und niemand weiß warum. Nach der New York Times hat Tesla öffentlich nie erklärt, warum das Radar den Unfall nicht verhindert habe. Das Problem hier ist, dass die gängigen Radare Objekte nicht klar unterscheiden können.
Mal bringt ein Radar das autonome Fahrzeug richtig wegen eines davorstehenden Autos zum Bremsen, mal erfasst ein Radar aber auch den Boden als Hindernis und lässt das Auto anhalten. So hat Tesla 2021 das Radar aus seinen neuen Modellen ganz verbannt, wie Musk im Mai 2021 twitterte. Ab da soll Teslas Autopilot sich nur auf Kameras verlassen. Auf Teslas Autopilot-Webseite kann man lesen, Modell 3 und Modell Y, die für den nordamerikanischen Markt gebaut wurden, sind auf kamerabasierte Tesla Vision umgestiegen, die nicht mit Radar ausgestattet sind und stattdessen auf Teslas fortschrittliche Suite von Kameras und die Verarbeitung mit neuronalen Netzen angewiesen sind, um Autopilot und verwandte Funktionen bereitzustellen. Modell S und Modell X sind weiterhin mit Radar ausgestattet. Autopilot ist bei jedem neuen Tesla Standard. Tesla Vision ist Teslas Computervision. Das heißt, bei neuen Tesla-Modellen wird die Umgebung der Autos nur mit Kameras wahrgenommen, die nahe Umgebung bis zu 8 Metern mit Ultraschallsensoren. Die Ultraschallsensoren reagieren nur auf sehr nahe Objekte wie Fahrzeuge, die beim Spurwechsel dem Tesla zu nahe kommen. Außerdem helfen sie beim Einparken. Deswegen vernachlässigen wir sie in der weiteren Diskussion und konzentrieren uns nur auf Kameras. Die Kameraaufnahmen werden mit Deep Learning Modellen ausgewertet, mit tief lernenden künstlichen neuronalen Netzen. Diese künstliche Intelligenzmodelle der Computervision, also der Bilderkennung, bilden das Wahrnehmungssystem für Teslas Autopilot, Tesla Vision. Neben dem Begriff Autopilot stößt auch Teslas Bezeichnung seines Fahrerassistenten Full Self-Driving, FSD, auf viel Kritik. In einem Forbes-Artikel vom September 2021 über die Tesla-Unfälle mit Rettungsfahrzeugen steht, die US-amerikanische Verkehrsbehörde, die Google-Firma fürs autonome Fahren Waymo und viele andere hätten ihre große Frustration darüber zum Ausdruck gebracht, wie Tesla seinen neuen Prototypen für den Startstraßen-Autopilot Full Self-Driving nennt, weil es natürlich nicht im entferntesten das ist, aber es könnten sich einige Menschen, das heißt Tesla-Fahrer, mit einem solchen falschen Etikett zufrieden geben. Auf jeden Fall durften Lidare Teslas Full Self-Driving nie unterstützen und jetzt sind auch Radare weg. Warum denn? Im Forum auf motortalk.de schreibt ein Nutzer, Tesla hat doch das Radar wegfallen lassen, nicht weil das Radar schlechte Ergebnisse liefert, sondern weil sie in Kombination mit dem VisionNet keine Sensorfusion hinbekommen haben. Dabei funktioniert Radar und noch zusätzlich LiDAR bei den anderen Playern wunderbar in Kombination mit Kameras. Mit VisionNet meint der Benutzer Computervision von Tesla. Hat der Benutzer recht? Liefern nicht mehr Sensoren auch mehr Information als weniger Sensoren? Und wenn wir ständig davon reden, dass künstliche neuronale Netze der Kern der Wahrnehmung von Teslas Autopilot viele Daten brauchen, um ordentlich zu arbeiten, warum sollten wir auf Daten verzichten, die zusätzliche Informationen über die Umgebung eines autonomen Fahrzeugs liefern? Weil die neuronale KI Kameraaufnahmen und Radar- und LiDAR-Daten nicht gleichzeitig auswerten kann? Elon Musk denkt, wenn durch künstliche Intelligenz gestützte Computervision fehlerfrei arbeite, würden autonome Fahrzeuge kein LiDAR brauchen, sondern nur Kameras. Können aber nur Kameras tatsächlich die Umgebung der autonomen Autos und den Verkehr sicher erfassen, wie es Elon Musk sagt? Oder brauchen autonome Autos zusätzliche Sensoren dafür, das heißt LiDAre und Radare? Das denken, wie erwähnt, die anderen Bauer von autonomen Fahrzeugen wie Googles Firma Waymo, aber auch Mercedes, Volvo, Uber und andere. Die erste Methode, nur mit Kameras, die Elon Musk propagiert, nenne ich hier Computervision. Die zweite Methode mit Kameras, LiDAren und Radaren zusammen nenne ich Sensorfusion.
Um entscheiden zu können, um reine Computervision oder Sensorfusion den autonomen Autos eine bessere Wahrnehmung beschert, vergleichen wir doch kurz, wie die 3 wichtigsten Sensoren beim autonomen Fahren arbeiten. Auf dem Bild seht ihr, wie Kameras, Lidare und Radare an einem Auto angebracht werden können. Wie nehmen diese Sensoren die Umgebung des Autos wahr? Welche Anwendungen ermöglichen sie? Die roten Bereiche zeigen die Reichweite von Lidaren, die grauen Bereiche, was Kameras erfassen, die grünen Bereiche markieren die Abdeckung durch Radargeräte mit kurzer und mittlerer Reichweite, die blauen Bereiche die Abdeckung durch Radargeräte mit großer Reichweite. Ich greife hier nur das Wichtigste heraus. Ein Radar hat die größte Reichweite von allen Sensoren. Es kann jedes Objekt bei egal wie schlechten Wetterbedingungen erfassen, nur kann es Objekte nicht besonders gut unterscheiden, zum Beispiel ein Motorrad von einem Fahrrad. Momentan ist ein Radar nicht zentimetergenau bei der Bestimmung des Objektrandes. Das ist ein LiDAR sehr wohl. Ein LiDAR liefert genaue dreidimensionale Abbildungen der Objekte in der Umgebung, ihre sogenannte Punktwolke. Darüber hinaus ermittelt ein LiDAR die Entfernung und die Geschwindigkeit der Objekte im Verkehr, auch im Dunkeln, weil es mit Infrarotstrahlen arbeitet. Kameras haben eine kürzere Reichweite als Radare und LiDAre können jedoch farbig sehen und die Texturen der Objekte wahrnehmen. Somit erkennen Kameras Verkehrszeichen, Ampellichter, Straßenlinien und andere Markierungen auf Oberflächen. Andererseits sind Kameras beim schlechten Wetter unbrauchbar. Ihr wisst ja selbst, wie schwierig es ist, bei Nebel, starkem Regen, Schnee und ohne Beleuchtung gute Fotos zu schießen. Eine autonome Maschine muss viel weiter sehen. Eine einzelne Kamera kann die Welt sowieso nur zweidimensional wahrnehmen. Aus 2 stereo angeordneten Kameras können Algorithmen jedoch auch dreidimensionale Abbildungen der Welt errechnen. Selbstverständlich werden aber alle 3 Sensoren immer weiterentwickelt und können auch zusammen mit richtiger Software immer mehr. Dass aber mehr Information besser ist als weniger, ändert sich dadurch nicht. Hier seht ihr noch einmal ordentlich aufgelistet, was und wie gut Kamera, Radar und LiDAR zur Wahrnehmung einer Maschine beisteuern. High bedeutet sehr hohe Funktionalität, M medium mittlere, L low schwache. Zum Beispiel kann ein LiDAR besser als eine Kamera Objekte im Verkehr erkennen, auch auf große Entfernungen von bis zu 300 Metern. Und auch im Dunkeln und gegen grelles Licht, Work in Low Light und Work in Bright Light. Dafür erkennt aber eine Kamera viel besser als ein LiDAR die Straßenlinien und Verkehrszeichen. Die grünen Felder zeigen die höchste Funktionalität der Sensoren im gegebenen Bereich, das heißt das, was das autonome Auto braucht. Am grünsten wird die Wiese des autonomen Fahrens, wenn man Kameras, Radare und LiDAre zusammen einsetzt. Und das wird von einem autonomen System verlangt. Nach der New York Times sagten 3 Mitarbeiter bei Tesla, Herr Musk habe den Mitgliedern des Autopilot-Teams wiederholt gesagt, dass Menschen nur mit 2 Augen fahren können und dass dies bedeutet, dass Autos mit Kameras allein fahren können sollten. Schauen wir doch, ob nur Kameras die Wahrnehmung eines menschlichen Fahrers ersetzen können. Ich bezweifle das. Hier fallen mir gleich einige Einwände ein. Der erste Einwand. Wollen wir tatsächlich selbstfahrende Autos entwickeln, die so schlecht fahren wie menschliche Fahrer? Nach einem Bericht der WHO vom Juni 2021 sterben jährlich etwa 1,3 Millionen Menschen an den Folgen von Verkehrsunfällen. Wollen wir, dass Maschinen bei diesem Sterben im Verkehr mitmachen? Nein, das wollen wir nicht.
Das beste Argument fürs autonome Fahren ist die Reduktion der Autounfälle, bis auf null, wenn am Verkehr nur selbstfahrende Autos teilnehmen. Wenn Maschinen jedoch wie Menschen ihre Umgebung wahrnehmen und fahren, erreichen wir den unfallfreien Verkehr nie. Sollten wir uns aber doch damit zufrieden geben, dass Maschinen nur wie menschliche Fahrer sehen und nicht durch zusätzliche Sensoren ihre Umgebung erfassen, möchte ich einen zweiten Einwand gegen die Meinung anbringen, dass Menschen auch nur mit 2 Augen fahren. Wir fahren nicht nur mit 2 Augen, im Auto sitzt der ganze Mensch. Menschen fahren mit allen ihren Sinnen. Wir sehen nicht nur den Verkehr vor uns und in Spiegeln, wir hören, wie andere Autos hupen und Lastwagen von der Seite andonnern. Wir spüren mit dem ganzen Körper, wenn das Auto beschleunigt, bremst, Kurven schneidet und ins Aquaplaning kommt. Wir riechen verbrannte Reifen und Abgase. Das Wichtigste aber, der Mensch fährt im Auto sein Gehirn mit. Seinen gesunden Menschenverstand, diesen hat keine heutige künstliche Intelligenz. Künstliche neuronale Netze sind wunderbare Werkzeuge, mehr aber nicht. Wenn ein solches Modell am Straßenrand durch eine Kamera ein Kind sieht, wie es mit einem Ball spielt, sieht es ein Kind mit einem Ball, ohne zu ahnen, was ein Kind und was ein Ball ist. Dass der Ball jede Sekunde in die Straße fliegen und das Kind ihm nachlaufen könnte, erfasst das Modell nicht. Es wurde nur darauf trainiert, solche Objekte zu erkennen und ihnen auszuweichen. Wenn der Fahrer neben mir in meine Spur wechseln will, winkt er, dass ich langsamer fahren soll. Wie soll ein künstliches neuronales Netz solche menschliche Kommunikation deuten? Uns reicht ein kurzes Nicken, um eine Situation zu verstehen. Ein Martinshorn lässt mich an den Straßenrand fahren und. Sicher kann man dem Autopilot beibringen, dass ein spielendes Kind ein Grund zum langsamen Fahren ist. Doch alles kann man eben nicht vorhersehen. Der Verkehr ist eine hochdynamische, sich ständig ändernde Umwelt. Niemand weiß, was in der nächsten Sekunde passiert. Ein Mensch kann auf vieles reagieren, eine Maschine nicht. Im Verkehr reicht es nicht nur zu sehen, man braucht mehr. Einmal habe ich unter einer Brücke in München einen Lastwagen voll beladen mit schweren, langen Eisenrohren überholt. Plötzlich hörte ich ein Stahldonnern über mir. Instinktiv gab ich Gas und schoss davon. Knapp hinter mir sind die Eisenrohre auf den Asphalt gekracht. Die Ladung war zu hoch gewesen und wurde von der Brücke heruntergerissen. Weil Maschinen keinen gesunden Menschenverstand haben, müssen sie ihre Umgebung viel besser wahrnehmen als Menschen. Mehr Sensoren ist mehr Wahrnehmung. Außerdem, künstliche neuronale Netze können an Millionen Straßenbildern trainiert, jeden Gegenstand eines Straßenbilds besser als der Mensch erkennen. Wenn du aber in dieses Straßenbild etwas Ungewöhnliches setzt, etwas, was in einem Straßenbild nichts zu tun hat, etwas, womit das KI-Modell nicht trainiert wurde, kann das Modell davon so verwirrt sein, dass es nicht die Oma auf dem Mofa von einem Lastwagen unterscheiden kann. In einer umfassenden Studie haben Forscher um Amir Rosenfeld Bilder von Objekten in ungewohnte Umgebungen transplantiert, das heißt hineinkopiert und beobachtet, wie sich dabei die Vorhersagen von trainierten konvolutionalen neuronalen Modellen änderten. Die transplantierten Objekte wurden vom KI-Modell entweder nicht oder falsch erkannt oder haben das Modell so verwirrt, dass es vorher gut erkannte Objekte plötzlich als etwas anderes bestimmte. Zum Beispiel erkennt das Bilderkennungsmodell auf dem linken Bild den Sessel, Chair, richtig. Ins Bild wurde dann ein Elefant kopiert. Diesen erkennt das Modell überhaupt nicht, lässt sich aber durch den Elefanten so verwirren, dass es den Sessel plötzlich als eine Couch erkennt. Ein anderes Problem könnte sein, dass neuronale KI und Menschen Objekte unterschiedlich erkennen.
Forscher an der Universität Tübingen haben 2019 herausgefunden, dass trainierte konvolutionale neuronale Netze Objekte eher nach ihren Texturen erkennen. Das heißt, nach ihrer Oberflächenbeschaffenheit und nicht so wie wir Menschen nach den Umrissen der Objekte. Eine solche Erkennung kann aber in schlechten bzw. kontrastreichen Lichtverhältnissen schiefgehen, so wie das oben genannte Blaulicht vielleicht Tesla-Vision verwirrt. Wir Menschen mussten im Laufe der Evolution Raubtiere auch in der Dämmerung nach ihrem Schattenriss erkennen, nach ihrer Kontur. Menschen, die einen Säbelzahntiger nicht sofort auch in der Dämmerung erkannten, wurden gefressen. Ihre Gene wurden nicht weitergegeben. So wurde im Laufe der Evolution unser visuelles System trainiert. Das ist bei KI-Modellen nicht der Fall. Die Tübinger Forscher haben zum Beispiel gezeigt, dass Bilderkennungsmodelle Katzen, die man auf Fotos mit einer Elefantenhaut versehen hat, nicht als Katzen, sondern als Elefanten erkannt haben. Auch hier sieht man, wie sich die KI-Modelle der Bilderkennung fatal irren können. Dieses ganze Gebiet ist in Entwicklung und niemand weiß heute, wie die maschinelle Bilderkennung in der Zukunft funktioniert. Momentan kann man die Bilderkennungsmodelle auch bewusst täuschen mit den sogenannten Adversarial Attacks, mit gegnerischen Angriffen. Auf der Abbildung seht ihr einen gegnerischen Angriff auf ein KI-Modell zur Bildklassifizierung. Oben erkennt das Modell problemlos ein Stoppschild. Die gezeigte Störung zur Veranschaulichung verstärkt, wird zu dem Bild des Stoppschilds hinzugefügt, um das Modell zu zwingen, mit hoher Sicherheit eine falsche Vorhersage zu treffen. Ein Mensch sieht keinen Unterschied zwischen beiden Bildern. Eine Maschine erkennt durch die Beimischung von etwas Rauschen statt eines Stoppschildes ein Vorfahrtsschild. Mit der sogenannten spektralen Normalisierung kann man die trainierten Modelle gegen Adversarial Attacks robuster machen, das heißt weniger empfindlich gegenüber solchen Störungen, wie die Autoren dieser Studie von 2021 zeigen. Doch diese Methoden sind momentan erst in der Entwicklung. Sie bieten keine hohe Sicherheit und sind rechenintensiv. Dass dem Autopilot Fehler unterlaufen, kann man oft genug in den Medien erfahren. Dafür sehen wir uns das letzte Beispiel an, einen Crash, an dem der Autopilot beteiligt war, und dann sind wir am Ende dieser KI-Krimi-Folge angelangt. Am 23. März 2018 prallte der Apple-Ingenieur Volta Huang mit seinem Tesla Model X an der Ausfahrt des Highway 85 im Silicon Valley gegen einen beschädigten Autobahn-Crash-Dämpfer und kam dabei um. Der Autopilot war eingeschaltet und steuerte den Tesla direkt in den beschädigten Crash-Dämpfer. Die Unfallstelle ist ein paar Meilen von Tesla Hauptquartier in Palo Alto entfernt. So wie auf dem linken Bild sah es an der Unfallstelle aus. Der Tesla ist von hier gekommen, nur war der Crashdämpfer vor dem Unfall im Jahr 2018 beschädigt. Hier seht ihr den unbeschädigten Crashdämpfer aus dem Jahr 2016. Anscheinend hat die Fahrspurerkennung im Autopilot die Randlinie auf der linken Seite der Betonplanke mit dem Crashdämpfer als die linke Linie für seine neue Fahrspur erkannt. Die Randlinie rechts neben der Betonplanke wurde als die rechte Linie der neuen Spur erkannt. So steuerte Teslas Autopilot auf dieser neuen, aber falschen Fahrspur direkt auf den Crashdämpfer der Betonplanke zu. Würde der gesunde Menschenverstand nicht vernetzen, dass es eine falsche Spur ist? Wohl weil der Crashdämpfer wegen eines vorigen Unfalls beschädigt war, wurde er von der Computervision vom Autopilot nicht erkannt. Der Fahrer Volta Huang war an dem Unfall aber selbst schuld, weil er nicht ordentlich den Autopilot und die Straße überwachte. Bei der Untersuchung der US-Verkehrsbehörde NTSB stellte sich heraus, dass Volta Huang zur Zeit des Unfalls ein Computerspiel gespielt hatte.
Trotzdem sagte der Vorsitzende der US-Verkehrsbehörde im Februar 2020 dazu, es ist an der Zeit, den Fahrern von teilautomatisierten Fahrzeugen nicht mehr zu erlauben, so zu tun, als hätten sie selbstfahrende Autos, denn sie haben keine selbstfahrenden Autos. Hier seht ihr den Unterschied zwischen einem unbeschädigten und einem beschädigten Crashdämpfer. Ein LiDAR hätte beide Crashdämpfer erfassen müssen. Die KI-Bilderkennung des Tesla-Autopiloten erfasste den kaputten Crashdämpfer sicher nicht, sonst wäre der Tesla ja nicht reingefahren. Forbes nimmt an, dass die Computervision von Autopilot nur mit Bildern von unbeschädigten Crashdämpfern trainiert wurde. Unabhängig von der Schuld an diesem Unfall zeigt sich auch hier, wie Computervision an Sachen versagt, an denen sie nicht trainiert wurde. Das neuronale Modell kann zwar kleine Änderungen erfassen und verallgemeinern, wenn in einer neuen Szene Merkmale seiner Trainingsbilder erhalten sind. Mit zerstörten Crashdämpfern wird ein solches Modell aber nicht trainiert. Klar kann man die Modelle auch mit Bildern von zerstörten Crashdämpfern trainieren. Seit diesem Unfall hat Tesla Vision die Erkennung von unbekannten Objekten massiv verbessert. Doch kann im Straßenverkehr nicht wieder etwas völlig Unerwartetes passieren, etwas, woran die Computervision der Maschine eben nicht trainiert war? So, das war der letzte Crash heute. Wir sind am Schluss der zweiten Folge der KI-Krimis angelangt. LiDAR oder nicht LiDAR? Welche Sensoren brauchen selbstfahrende Autos, um sicher zu fahren? Was meint ihr? Selbstverständlich kann niemand in die Zukunft sehen, bis der Gipfel des autonomen Fahrens gestürmt und seine letzte 5. Stufe erreicht wird, funktioniert Tesla Vision sicher noch viel besser als jetzt. Teslas KI-Chef Andrej Karpathy ist ein ausgewiesener KI-Experte. Jetzt ist die Computervision mit künstlichen neuronalen Netzen meiner Meinung nach noch nicht so gut, dass man sich auf sie in lebensbedrohlichen Bereichen wie im autonomen Fahren vollständig verlassen kann. Ja, zeigt sich in der Zukunft noch mehr, dass eine Sensorfusion der Kameras, LiDAR und Radare die Lösung dieses Rätsels des autonomen Fahrens bietet. Oder auch eine andere Sensorkombination, vielleicht von Sensoren, die bis jetzt noch nicht entwickelt wurden. Je mehr Daten von verschiedenen Sensoren das Wahrnehmungssystem des autonomen Fahrzeugs für seine Auswertung bekommt, umso sicherer müsste die autonome Fahrt sein, wenn die Sensorfusion richtig funktioniert. Selbstverständlich kann ich mich aber irren, vielleicht wissen wir bald mehr. Am autonomen Fahren und Fliegen wird zurzeit mit Hochdruck gearbeitet. Jeden Tag wird hier neues Wissen erschlossen, künstliche Intelligenzmodelle werden weiterentwickelt, aber auch Sensorgeräte werden immer besser, Kameras, Radare, LiDAR. Wenn ihr tiefer in künstliche Intelligenz und Data Science tauchen wollt, begrüßen wir euch gern an der SRH Fernhochschule. Die Welt ist voller Wunder und die Wissenschaft die Poesie der Realität. Wir sind die Forschungsreisenden von heute, Seefahrer auf Routen durch unerforschte Welten. Denkt dran, unseren KI-Krimi-Kanal zu abonnieren, bis wir uns bei der nächsten spannenden Folge wiedersehen. Wünsche ich euch viel Spaß mit Deep Learning. Tschüss.